Abgefahren. So. Wir gucken mal rein in das gute Stück. Da ist er, meine gewohnte Arbeitsumgebung mit viel Schnick und Schnack. So, und jetzt kommt's. Jetzt kommt's natürlich knüppeldick. Dann machen wir das Türchen zu. Gucken uns die Sitzposition an, gucken uns das Cockpit an und hier sehe ich natürlich was. Hoppla hopp, was ist das hier Schönes? Integriertes Nintendo-Spiel. Ja. Ja, also das ist der, tippe ich mal, der Löschmonitor auf der Front des Fahrzeuges. Und haben wir noch einen zweiten Löschmonitor? Ja, der haben noch, hier hinten schon drin. ah, der liegt hier drin. An der Stoßstange angebaut. Siehst du, der hat wahrscheinlich einen für Wasser und einen für Schaum, tippe ich. Ne? Fragen wir mal die Feuerwehr oder für Pulver. So, wir haben ja zwei Fahrzeuge aufgebaut, um ein bisschen quer zu verproben, um vielleicht am Ende ein Fahrzeug zu sagen, was für den Umbau geeigneter wäre. Hier ist schon ein bisschen ein Manko. Warum? Weil das ganze Geraffel brauchen wir natürlich nicht beim Expeditionsmobil. Ne? Und alles, was nicht vorhanden ist, muss man nicht ausbauen. Und alles, was vorhanden ist, muss man ausbauen. Das heißt, wir haben vorne einen Löschmonitor gehabt, wir haben auf dem Dach einen Löschmonitor, da führen Leitungen hin und jede Menge Steuerkrimskrams und Leitungen und Joysticks, die natürlich im Falle des Umbaus uns das Leben etwas schwieriger machen. So, jetzt, weil wir schon am Verproben sind, gibt das Ganze dann immer ein Bild und das Bild ist natürlich auch durch Preise bestimmt und ich kann euch eins dazu sagen, Fahrzeuge, die mit solchen schönen Dingen ausgestattet sind, haben natürlich im Umbau einen erheblich höheren Aufwand und den würde ich schon mal beziffern, dass so ein Fahrzeug grundsätzlich vom Preis eher auch 8.000 bis 10.000 Euro günstiger sein müsste, weil wir müssen den ganzen Kram ja rückrüsten und ordentlich rückrüsten und dann Löcher, die vorhanden sind, wenn wir es rausbauen, auch wieder sauber verschließen. Ne? Das solltet ihr beachten. Man kann zwar oft sagen, man muss die Zeit nicht rechnen, trotzdem ist es ein Aufwand und manche solche Geschichten sollten auch von Profis ausgebaut werden, weil wir haben am Anfang unserer Karriere tatsächlich ganze Fahrzeuge lahmgelegt durch unsachgemäßen Ausbau, weil da solche Sicherheitskreise mit verbunden sind. Man konnte keinen Gang mehr einlegen, man konnte die Motoren nicht mehr starten. Und dann ist es immer viel Recherche und Suchen, bis du das Ganze wieder am Laufen hast. Ne? Weil hier seitens der Feuerwehrumbauerei viele Kilometer an Kabel reingekommen sind, die bei anderen Fahrzeugen einfach nicht vorhanden sind. Das bedeutet, wenn ihr so einen Exot seht, dann muss das passen und er sollte im vergleichbaren Bereich zum anderen Fahrzeug eher mal 8.000 bis 10.000 Euro billiger sein, weil das deklariere ich jetzt mal mit Mindestaufwand, um all diese Sachen auszubauen. Innen haben wir gesagt, wir gucken uns die Löchchen hier an. Hier ist es halt feuerwehrtechnisch geschuldet. Ich denke, hier war ein Lautsprecher drin. Sind überall ein paar Bohrungen vorhanden. Hier ist noch ein altes Telefon aus dem, ich denke jetzt mal, vielleicht ist das sogar noch ein C-Netz oder ein Funkhörer vom Betriebsfunk. Und das sieht so aus wie ein altes D-Netz aus der ersten Generation. Ansonsten für ein ungeschminktes Feuerwehrfahrzeug in einem normalen, vernünftigen Zustand. Es gibt Fahrzeuge, die wirklich schlimmer gelöchert sind als das. Man sieht dem hier an, er hat eine leichte Rissbildung am Armaturenbrett, was darauf hindeutet, dass er dann doch ein bisschen mehr in der Sonne stand wie der andere. Den anderen haben wir uns schon angeguckt, der hat es nicht. Und wir gucken ihn vielleicht dann auch nochmal an, damit man direkt einen Vergleich sieht. Ne? So, der hat eine Mannschaftskabine, die könnte man kürzen, man könnte sie auch belassen, weil hier ist ein schöner Zustand dass der Radstand, glaube ich, 4,20 Meter, 4,30 Meter oder 4,40 Meter ist und trotz dieser großen Kabine ein relativ großer Aufbau montiert werden könnte. Das heißt, beide dieser Fahrzeuge hätten ambitioniert auch Potenzial dazu, sogenannte Familien oder mit vielen Kindern in den Ausflug geführt zu werden. Ne? Und insofern ist es schon ganz angenehm, wenn vielleicht auch mal so eine große Hütte drauf ist. Andere Variante ist natürlich, die Fahrerhäuser wieder einzukürzen. Würde ich aber hier in dem Fall dazu raten, sich das Projekt genau nochmal zu betrachten, weil nämlich diese Fahrerhauseinkürzungen ja auch wieder ein Aufwand sind mit dem ganzen Umbau genau von solchen Modellen heraus. Insofern würde ich im Falle einer Einkürzung grundsätzlich von solchen Fahrzeugen hier abraten, weil
der Aufwand, zu dem Aufwand die Rückrüstung oder Ausrüstung der ganzen Löschmonitore und Steuerung dafür nochmal nicht unerheblich ist. Ne? So, ansonsten, ja, von innen kann man genauso nochmal laufen lassen, wenn er läuft. Ne? Ja. Der hat wahrscheinlich auch hier rechts, der rote da oben, ja. Der hat also auch einen Trennschalter. Ne? Also oftmals ist es so, dass gerade die größeren Feuerwehrfahrzeuge innen einen Trennschalter haben. Bei dem ist es jetzt hier der Trennschalter. Ne? Das bedeutet, ich kann hier die Batterien trennen oder die trennen sich automatisch nach einer Zeit. Ich lasse ihn laufen. Na, nochmal. Ja, klingt akustisch ähnlich wie der andere von innen. Ne? Wir wollen ihn ja nicht kippen. Ne? Man hört hier vom Innen immer ein bisschen mehr Geklapper und Geschöpper, was dem Aufbau geschuldet ist und den Anbauteilen, wie zum Beispiel dieser Schlüsselbox hier. Ne? Ansonsten kann man innen prüfen, ob die Servolenkung funktioniert im Stand. Ne? Ist eine Indikation, dass sie auch bei einer Fahrt natürlich gut läuft. Die sollte sich auch im Stand einigermaßen drehen lassen, was diese tut. Wir sehen hier zwei Lichter, ABS und das Parklicht für P, also das Bremslicht. Ne? Ich mache mal wieder aus, dann gibt es noch mehr Lichter. ABS erlischt oder ist ganz normal, wenn es aufleuchtet, wenn er ABS hat. Das sollte aber auf den ersten 20, 30 Metern nach der Wegfahrt vollständig ausgehen. Das ist nichts anderes als eine Kontrollleuchte, ob die Funktion ordentlich ist. Ne? Beide Autos haben auch Automatikgetriebe. Beide Autos haben hier einen zusätzlichen Hebel. Was könnte das sein? Sonderbarerweise fehlt hier der Schalter für den Scheibenwischer. Da tippe ich da drauf, dass der irgendwo im Cockpit ist. Auf den ersten Blick sehe ich ihn gar nicht, aber irgendwo wird er schon sein. Transmitter. Keine Ahnung, wie das dann funktioniert bei dem. Ah ja, der ist im Griff schon etwas neuer. Der hat nämlich den Scheibenwischer hier auf dem Griffchen und der 94er hat es so und der 93er hat noch hier so einen kleinen Hebel. Also das ist das MAN-Kombi-Instrument schon. Ne? Hupe und das hier ist der Wasserspritzer. Gut, wir haben, weil wir ein Automatikgetriebe haben, das findet man häufig, hier keine Motorbremse. Also eine Motorbremse ist ein Knöpfchen, das am Boden der Ferse des Kupplungsfußes, also des linken Fußes ist. Hier ist nur ein Stöpsel drauf. Warum hat er die nicht? Weil er diesen wunderschönen Hebel hat hier. Ne? Wenn ich den runterziehe in mehreren Stufen, geht hier auch ein Lichtchen an. Was ist das? Wer weiß es? Wer weiß es? Das ist der Retarder. Also das heißt, er hat einen ölbetriebenen Retarder. Das ist eine Ölstromwirbelbremse. Also wenn ich den betätige, bremst das Fahrzeug verschleißfrei ab. Es ist jetzt was Ähnliches wie eine Motorbremse, nur mehrstufig und funktioniert um ein Vielfaches besser. Ne? Also wenn Fahrzeuge, egal mit Automatikgetriebe, betriebene Fahrzeuge haben das häufiger, aber auch bei schaltgetriebenen Fahrzeugen ist das eine total coole Geschichte, weil es entschleunigt und es spart ohne Ende Bremsverschleiß und Bremsbeläge, weil du den Retarder im vorausschauenden Fahren eigentlich fast alles bis auf den Nullstand, wenn du früh anbremst, nutzen kannst. Ne? Ist eine schöne Geschichte. Haben hier auch beide Fahrzeuge, die jetzt vom Grundaufbau, deswegen haben wir sie benutzt, sehr, sehr ähnlich und deckungsgleich sind. Ne? So, ich habe es vorhin beschrieben, hier ist die Schaltkulisse. Wir haben Automatik, wir reden ja auch hier von Exoten. In der Verprobung Schaltgetriebe, Automatik, hier möchte ich mal vielleicht ein, zwei Sätze noch darüber verlieren. Das ist eine Ermessenssache generell. Also ich war vor 2, 3 Jahren noch dem Automaten abgeneigt. Jetzt bin ich ein bisschen ergraut und brauche auch schon eine Brille. Also nicht nur die Sonnenbrille, sondern ich brauche eine normale. Die Sonnenbrille ist ja vielleicht ein bisschen Markenzeichen, aber tatsächlich hat die Sonne gerade geschienen und ich bin da ein bisschen empfindlich, also soll nicht arrogant wirken. Ich bin jetzt ein bisschen zum Automatik-Fan geworden. Warum? Weil ja, zum einen ist es halt im Reisebetrieb nochmal eine Entschleunigungsmaßnahme. Ich habe in meinem eigenen MAN, der vom Cockpit ja fast deckungsgleich ist, ein 16-Gang-Getriebe. Also das bedeutet ein 8-Gang Doppel-H mit einem Split noch drauf. Also Split ist ein Schalterchen, wo ich nochmal zwischen einer langen und einer kurzen Gruppe wählen kann. Das bedeutet, ich habe 16 Vorwärtsgänge. Das macht zwar Spaß, wenn man jetzt schalten will und ein bisschen vielleicht auch leicht sportlich in Anführungszeichen unterwegs sein möchte, ist aber meines Erachtens aus der heutigen Sicht mit grauen Haaren dem Automaten unterlegen, weil der total entschleunigt. Das heißt, der macht das alles. Selbst diese alten, 30 Jahre alten Automatikgetriebe funktionieren hervorragend und entschleunigen den ganzen Fahrbetrieb und sind auch, sagen wir mal, von ungeübteren Fahrern ist somit das gesamte Fahrzeugkonzept eine ganze Ecke leichter zu bedienen. Also ich mag den Automaten mittlerweile auch deswegen, weil er mich auch im Gelände überzeugt hat.
Ja, beim Schaltgetriebe, früher in meiner Rallye-Zeit habe ich mir immer gesagt, nie ein Automaten, weil beim Pkw wird zum Beispiel, wenn man im Sand eine Düne hochfährt, ist es gut, wenn man den letzten Drehmomentshauch des Fahrzeuges oder des Motors nutzen kann, um über das Hindernis drüber zu kommen, weil ein Runterschalten eines Automatikgetriebes würde dazu führen, dass das Fahrzeug sich vielleicht eingräbt, ne? Egal wo ich im Gelände mal unterwegs bin und steil hinauf muss. Ne? Ist beim Pkw so richtig, beim Lkw ist es aber ganz anders, weil der fährt viel langsamer. Du bist ganz anders unterwegs und der Automat hat in Verbindung mit dem Drehmomentwandler, der immer bei einem Automatikgetriebe, bei den alten Automaten, also es bedeutet ein moderner Lkw, hat ja kein Wandlerautomatikgetriebe, sondern einen Schaltautomaten, da ist wieder alles ganz anders. Hier ist ein Wandler dabei und der Wandler sorgt immer für Kraftschluss. Das bedeutet, egal wie ich unterwegs bin, es geht immer nach vorne. Und der Automat nimmt mir einfach den Schaltbetrieb ab und sorgt dafür, dass ich immer Drehmoment und einen Gang nach vorne habe. Und ich habe das auf unseren diversen Touren festgestellt, dass das sehr, sehr angenehm ist und im Gelände wirklich vorteilhaft ist. Ganz, ganz besonders für ungeübte Fahrer, aber auch für geübte Fahrer ist es wirklich ein Komfortgewinn und nochmal eine Verbesserung im Geländebetrieb. Ne? So, das ist mal kurz zu Automaten. Ansonsten ist es Ermessenssache, weil ein Automatikgetriebe in einem LKW ist natürlich viel, viel seltener als ein Schaltgetriebe. Ich wollte es einfach mal kurz mit aufnehmen, weil wir haben ja hier Exoten, wir haben seltene Fahrzeuge, also gerade ein MAN aus der Baureihe mit so einem Fahrerhaus ist was Selteneres. Wir werden uns auch noch zum Thema Basisfahrzeuge in irgendeinem Video mal darüber unterhalten, was ist sinnvoller, was sollte man nehmen, ist jetzt vielleicht der MAN das Sinnvolle, ist vielleicht auch ein Scania oder ein DAF was Sinnvolles oder bleibt man doch konservativ bei einem Daimler oder bei einem eher Iveco. Ja, da ist natürlich, ein Satz will ich da vielleicht im Video, das da mal kommen wird, vorwegnehmen. Es ist immer so, dass die Fahrzeuge, die älter sind, die in den Stückzahlen am meisten vorhanden waren auf dem Markt und noch am meisten unterwegs sind, sinnvoller sind. Warum? Weil es die meisten Teile dafür gibt dann. Ne? Also je mehr Fahrzeuge eines Bautyps noch unterwegs sind, desto höher ist die Versorgungssicherheit mit Ersatzteilen und desto mehr Leute kennen sich auch mit den Autos aus. Aber trotz alledem würde ich natürlich jeden anderen Betrachter, wenn sich zum Beispiel die Frage stellt, ein MAN oder Mercedes, immer eher den Mercedes zuordnen und raten. Ja, ansonsten, wir haben uns das alles angeguckt. Ja. Dem Angucken folgt eine Probefahrt. Ich denke, die Probefahrt würde den Rahmen hier im ersten Bereich mal sprengen. Was wir heute vermitteln wollten, ist einfach mal so ein paar Hinweise zum Vorgehen. Natürlich gibt es da noch viele, viele, viele Dinge mehr, die man prüfen könnte und machen könnte. Aber für den ersten Eindruck, um einen ersten Eindruck zu gewinnen, denke ich, war das mal ganz hilfreich für euch, um dann vielleicht in der Lage zu sein, einen ersten Eindruck von einem Basisfahrzeug zu gewinnen, um eine Entscheidung zu fällen. Mein Fazit jetzt primär, wenn ihr mich fragen würdet, ja, das sind jetzt 2 Stück, du hast dir die angeguckt, was würdest du nehmen? Ist jetzt ganz klar, also mir würde vom Verwendungszweck, wir haben ja auch 2 unterschiedliche Radstände, der hat 3,80 Meter und der hat glaube ich 4,40 Meter. Mir würde der 380er langen und ich würde persönlich auch den 380er nehmen, weil er ein Tick noch, wenn man sich damit beschäftigt, schöner ist als Schweizer Fahrzeug, ist er immer eine Ecke. Meistens wirklich sind tatsächlich die Schweizer Fahrzeuge die gepflegtesten. Und diese ganze Bebauung, die ich ausbauen müsste, ne, ist hier drin, die mir persönlich das Leben eher schwerer macht. Ne. Auch jetzt den Löschautomat da oben runterreißen, ne, da blutet einem das Herz und es sind Löcher dann in der Karosserie, die man verschließen muss. Also für mich jetzt unabhängig vom Fahrgefühl und vom Verproben auf der technischen, fahrerischen Seite, würde ich eher zu diesem Fahrzeug aus der Schweiz tendieren, weil einfach die Verwendung als Expeditionsmobil schneller erfolgen kann, weil die Rückrüstung der Feuerwehrkomponenten einfacher und übersichtlicher ist. Ich sehe hier eine Antriebswelle, wenn wir nachher nochmal rauskommen, die nach hinten führt. Das deutet auf eine Wasserpumpe hin, die er hat. Also das heißt, wir demontieren in der Profiliga so einen Aufbau. Na gut, hier hängt noch der Tank dran und die Druckluftanlage ist drin, aber wahrscheinlich dann doch in einem Tag. Ne? Während hier mit den ganzen Löschinstitutionen und Einrichtungen sehe ich da mal eher 2 Wochen ins Land gehen, bis das einigermaßen so runtergebaut ist, damit wir es wieder nach dem Rückbau aufbauen können für seinen neuen Verwendungszweck. Ja,
Noch ein Hinweis, Laufleistung, zum Beispiel hier ist ein komischer Tacho drin, das sollte man natürlich über Belege überprüfen. Es kann häufig sein, dass tatsächlich die Tachos mal getauscht wurden. Hier stehen jetzt nur 30 Kilometer drauf, das heißt, das ist erst erfolgt. Man sollte, wenn man sowas kauft, halt zumindest den alten Tacho mitkriegen oder über eine Dokumentation verfügen, wann es getauscht worden ist. Ich weiß es jetzt, es ist irgendwo bei 283.000 Kilometer erfolgt. Das heißt, die Laufleistung von dem Fahrzeug ist roundabout Mitte 80.000, von dem ist Mitte 40.000. Wobei die Laufleistungen, wie ich eingehend schon mal erwähnt habe, nicht unbedingt die letzte Entscheidungsgrundlage sein sollte, weil ob so ein Auto 20, 50, 100 oder auch 200.000 Kilometer drauf hat, ich würde immer das technische und optische Gesamterscheinungsbild in den Vordergrund stellen und auch mit Fahrzeugen, die höhere Laufleistungen haben. Das heißt jetzt nicht, dass die technisch schlechter sind als die mit den geringeren Laufleistungen. Ein Indikator ist aber auch noch die Stundendrehzahl. Also der Richtig, wenn das Fahrzeug einen Stundenzähler hat, was das hier hat, das tippe ich auch mal, dass ein Motorstundenzähler ist, weil das steht hier drauf, Engine Hours, ne? Dann sind 6.766. Ja, das kommt jetzt tatsächlich, kann man ja hochrechnen. Auch, das bedeutet jetzt für mich, dass die Standmotorenlaufzeit gar nicht für ein Feuerwehrfahrzeug so furchtbar hoch war. Ne? Ja. Weil wir können uns mal vorstellen, wenn der 60 Kilometer in einer Stunde fahren würde, würde er in 1000 Stunden 60.000 Kilometer fahren. Ne? Und 6.700 Stunden mit Pumpenzeit und allem. Ja, so ein Motor, wenn ihr mich jetzt fragt, für was der gut ist, dann ist, ich kenne das von den Standmotoren, die erste Revision bei 25.000 Stunden, wenn ein Motor im Dauerbetrieb läuft. Ich denke, 25.000 Stunden hält er immer, wahrscheinlich auch 50.000. Also das ist so ein Indikator dafür. Naja, wer es jetzt vom Gabelstapler kennt, ne? Die haben bei uns 20.000 Stunden, also sind noch die ersten Motoren drin. Also ist noch lange Luft. Ne? Vielleicht kannst du den Hebel mal irgendwo in der Mitte halten. Geh mal runter langsam, dann sinkt er ab. Ne, man muss ihn bewegen. So, der Schweizer Feuerwehrwagen. Ne? Hier, man sieht die deutsche Ausführung hier mit Wasserflasche. Die stellen wir mal da vorne hin. Die deutsche Ausführung, wir müssen uns hochzwängen. Ne? Die Schweizer Ausführung dazu. Ja, Weltklasse, was die da hinzüchteln. Ohne Rücksicht auf die Kosten. Lauter geile Sachen. Ein Blick in den Raum nach vorne, auch bei dem Schweizer Feuerwehrfahrzeug. Ja, hier ist mal ein bisschen was abgebrochen an der Schale. Sieht nicht verrissen aus. Der Sitz ist hier schon mal erneuert worden, wie ihr seht. Ne? Das ist ja fast die aktuelle Baureihe. Ne? Sehr, sehr hübsch. Braucht man schon nicht neu machen, wenn es neu drin ist. Ne? Ansonsten macht er auch einen guten Eindruck. Ich würde sagen, wir gucken mal nach innen. Auch hier mal hereinspaziert. Der Schweizer Wagen. Ne? Da sitzt die Automatik ein bisschen anders. Ne? So, da steckt nämlich schon ein Schlüssel. Wir haben einen zweiten Schlüssel dabei. Gesamterscheinungsbild hier Engine Hours 2408, ne? Bei 47.000 Kilometer. Das deutet darauf hin, dass der andere tatsächlich so um die 100 oder drüber haben könnte. Eine ganze Ecke weniger. Cockpit hier wunderbar, unbeleckt, keine Risse, keine Löcher. Also so sehe ich das besonders gern. So sehe ich es wirklich besonders gern. Das sieht echt klasse aus. Lassen wir mal von innen. Machen wir noch eine kleine Hörprobe. Man sieht hier auch noch die ganz dunkelroten, illuminierten Anzeigen. Das ist ein Indikator dafür, dass der ganz wenig an der Sonne gestanden war, also viel in der Halle. Ne? So, auch hier gibt es einen Hauptschalter, schön beschrieben, Hauptschalter. Wir haben ihn ja von außen schon laufen lassen. Einwandfrei und ruhig, also Prädikat würde ich jetzt sagen, besonders empfehlenswert. Das unterstreicht auch meine Ausführungen nochmal, wir haben es jetzt nochmal gemacht von vorhin, dass die Wahl allein schon aus den notwendigen Umbau und meine persönliche Wahl eher auf dieses Fahrzeug fallen würde, auch wenn es vielleicht im direkten Vergleich teurer ist. Also hier ist ganz konkret, das Fahrzeug war roundabout 10.000 Euro teurer. Trotzdem ist meine Aussage, dass das die 10.000 Euro mehr Investition wert
ist und ich auf dieses Fahrzeug gehen würde im direkten Vergleich. Der hat hier elektrisch und drüben hat er auch elektrisch. Ich kenne es nur so, dass der rechte elektrisch ist. Ja, das heißt bei mir ja auch so in meinem Auto.